Ein alter Schüttelreim heißt 333 bei Issos Keilerei. Heute heißt es aber 333 bei Blockstar Klemmerei. Willkommen in der Nordenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, heute steht die 3 im Vordergrund, nicht die Tüte 3, nein. Wir bauen heute das dritte Mold-King Modular quasi in Folge. Wenn wir mal die Modulars hier auf meinem Kanal uns betrachten, dann bauen wir zum dritten Mal ein Gebäude, was irgendwie was mit Kaffee zu tun hat. Und dann bauen wir heute eigentlich nicht ein Gebäude, wir bauen 3 Gebäude. Wir bauen nämlich heute von Mold King die 16008, das Kaffeehaus. Aber es ist nur eins der Gebäude, das das Kaffeehaus ist. Wir haben noch einen Weinkeller und. Und Freunde, zur Feier des Tages habe ich es euch hier schon mal bei mir im Hintergrund versteckt. Ja, Freunde, da haben wir das Set jetzt hier auf den Bautisch liegen. Die 16008 3103 Steinchen ab 8 Jahren aus der Novatown Serie. Das Kaffeehaus. Wobei das Kaffeehaus nur eines dieser Gebäude der Trilogie hier von Mold King ist. Wir haben hier einen Instrumentenladen, also ein Musikfachgeschäft, und hier im Hintergrund, da kommen wir gleich zu. Das Ganze kommt ein bisschen mediterran daher. Warum, sage ich euch gleich. Ihr seht schon hier an den Größenangaben, wir haben quasi die typische 32 x 32 Noppen Grundplattensystematik, also 25,5 cm in der Länge und in der Tiefe. Höhe sind wir bei fast 30 cm und wir haben hier immer 3 Modulare bzw. eine Grundplatte mit dem Erdstockwerk und dann den ersten und den zweiten Stock jeweils hier vorne, beziehungsweise hier sogar nur einen ersten und dann das Dach. Ein wirklich schönes Set. Ein Jahr lang lag es schon bei mir und heute wird es geklemmt. Schauen wir uns die Rückseite an, denn dazu gibt es noch einiges zu sagen. Denn wir sehen hier schon ein bisschen das Innenleben. Ich habe euch gesagt, das Ganze kommt leicht mediterran daher. Hat einfach deswegen den Grund, weil wir hier einen Weinkeller haben. Deswegen denke ich mal, das könnte gut Italien, Sizilien, irgendwie sowas sein. Bisschen Dolce Vita, Musik, Kaffee, Wein. Das finde ich passt ganz gut. Und ihr seht auch schön hier das Innenleben. Hier haben wir die Instrumente, die da gülden daherkommen. Ich hoffe, die sind auch verchromt. Das wäre wirklich cool. Wir haben eine schöne Nasszelle. Wir haben hier Bilder. So Kunst passt ja auch nach Italien. Und dann den Weinkeller bzw. hier die Kaffeeecke vom Kaffeehaus. Auch versteckt haben wir eine Nähstube. Kunst passt auch nach Italien. Und Computer gibt es überall auf der Welt. Also das ist hier wirklich ein kleines Potpourri an allem, was man an Klemmbausteinen irgendwie bauen kann. Bin da wirklich sehr gespannt, wie das hier aufgeteilt ist. Worauf ihr gespannt sein könnt ist, weil das habt ihr noch nicht gesehen, jetzt hier auf der Vorderrückseite, aber hier oben steht es drauf, nämlich Free Luxury House mit Lighting Kit. Also das Häuslein wird auch mal wieder typisch Mold King Novatown beleuchtet. Die Anleitung dazu findet ihr auf jeden Fall als Link unten in der Videobeschreibung, auch wo ihr das Häuslein bzw. diese 3 Häuser, diesen kleinen Kiez, will ich schon fast sagen, bekommen könnt. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Aber wir bauen hier wahrscheinlich wieder ein bisschen abseits der Anleitung, was das Beleuchten angeht. Denn, vielleicht kann man es erkennen, hier in der Beleuchtungsanleitung ist einfach so die Batteriebox lieblos in die Gasse hinten reingelegt und die Kabel schlurren da alle so runter. Wir versuchen ähnlich wie wir es bei der Market Street gemacht haben, auch unseren eigenen Weg zu finden. Vielleicht können wir die Batteriebox irgendwo in einem dieser Stockwerke etwas eleganter verstecken. Vielleicht hier hinten dann in den Weinkeller. Also, wenn ihr euch an die Anleitung halten wollt, die findet ihr unten in der Videobeschreibung als Link. Wenn ihr es machen wollt wie wir, schaut uns einfach beim Video zu. Und das ist das Stichwort, Freunde. Wir schauen jetzt nämlich beim nächsten Schritt im Video, was uns hier in dem Karton im Set erwartet. Ja, Freunde, da haben wir den Kartoninhalt hier auf dem Bautisch liegen. Auf dem Karton, wir haben eine schöne gebundene Anleitung, ein bisschen verknickt. Wenn ihr die letzten Mold King Videos gesehen habt von neueren Sets, da wisst ihr, da waren die Anleitungen immer viel heiler, viel besser drin. Dieses hier liegt schon ein Jahr, daher kommen vielleicht die Eselsohren. Kommen wir gleich zu. Wir bauen uns auf einer schönen 32 x 32er Grundplatte in
Tan. Die lassen wir auch so, denn ich habe gesehen, dass der Kellerboden offen ist und so weiter. Deswegen lassen wir hier diese Tan, lassen wir einfach, sonst würde ich immer auf grün bauen, das wisst ihr. Dann haben wir hier das Beleuchtungskit mit diesen 1x4er Bricks zum Verteilen und LEDs für die Laterne. Seht ihr, wie gesagt, wenn wir es verbauen, beziehungsweise in der Beleuchtungsanleitung unterhalb des Videos. Und wir haben hier 5 vollgepackte Bauabschnittstüten mit diesen 3100 und paar zerquetschten Steinchen. Also insgesamt haben wir 6 Tüten, wenn wir die hier mitzählen. Die Anleitung ist DIN A4, schön gebunden, und wir sehen hier, wir arbeiten uns von der ersten Tüte bis Tüte 5 durch. Was wir bauen, was wir brauchen, ist immer hier als Fensterchen oben beim Bauschritt eingerahmt, und wir bauen es dann hier wie auf den Bildern zu sehen. Was wir dann folgend bauen, ist immer rot umrandet. Was gebaut wurde, bleibt ersichtlich. Und am Ende kommen wir dann auf 204 Seiten, aber bauschritttechnisch dann 571. Und was ich ganz cool finde ist, es ist ein älteres Set von Mold-King. Wir haben kein bisschen Aufkleber. Und das sieht man zum Beispiel hier vorne beim Zeitungsstand. Muss ich kurz mal blättern. Da sieht man nämlich, dass wir bedruckte Fliesen haben. Oder hier beim Bildschirm, da seht ihr es da, eine bedruckte Fliese für den Bildschirm. Bin ich wirklich mal gespannt auf diese Drucke. Die Anleitung kommt qualitativ zwar schön gebunden daher, aber ist ein bisschen ausgeblichener, sieht irgendwie schon einmal kopiert aus, was natürlich nicht sein kann, weil es hier gebunden ist, aber es sieht halt ein bisschen used aus irgendwie. Die neueren Anleitungen von Mold-King sind da irgendwie besser, aber das soll ja noch nichts sagen über dieses Gebäude, was ich schon von vielen gehört habe, sehr, sehr schön sein soll. Und Freunde, ich spreche schon wieder in dem typischen Modeler-Sprech, denn eigentlich haben wir hier 3 Gebäude und eine Gasse. Also, wir haben hier mal wieder 3 mal was auf der Gabel. Freunde, und ihr habt sogar 4 mal was auf der Gabel, denn ihr kommt jetzt eine schöne Faktenzeit während des Speedbuilds. Freunde, viel Spaß, ich baue, ihr lernt was. Bis gleich, meine Freunde. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit, und beim dritten Mold-King-Gebäude zum 3. Mal ein Café, auch wenn wir hier noch einen Gitarrenladen haben, kleinen Spoiler, sind die Fakten natürlich auch kaffeebezogen. Und 2 Fakten bin ich euch ja noch schuldig von meiner letzten Faktenzeit. Und der erste Fakt ist ein erschreckender, ein ganz brutaler. Kaffee ist eine Kirsche. Und von dieser Kirsche verwenden wir eigentlich nur für unsere Kaffeeröstereien den Kern. Das Fruchtfleisch kann man wohl essen, und die Kaffeebohne, die eine Kirsche ist, wird erst grün und dann rot, und dann ist sie quasi erntereif. Das war ein wichtiger Fakt, mit dem ihr bei jeder Party mit einem Kaffee in der Hand schön angeben könnt. Der zweite Fakt, den ich euch letztes Mal schon etwas angeteasert habe, war das Kaffeeverbot bei Friedrich dem Großen in Preußen. Friedrich der Große, der ehemalige König von Preußen, hat am 21.01.1781 das Rösten von Kaffee verboten. Hatte man zu dieser Zeit einen Job als sogenannter Kaffeeschnüffler, war man zwar sehr gut bezahlt, aber nicht sonderlich beliebt. Man bekam sogar Prämien, wenn man Leute beim Kaffeekränzchen erwischte und anschwärzte. Das Kaffeerösten war für die gesamte Bevölkerung damals verboten, außer für die Röstereien des Staates. Kaffee war zu dieser Zeit ein Luxusprodukt, welches legal, aber zu sehr hohen Preisen zu erwerben war. Der König brauchte nach dem Siebenjährigen Krieg halt dringend Geld. Und viele dieser Kaffeeschnüffler waren verdiente Veteranen. Aber genützt hat's dem Staate Preußen und vor allen Dingen auch dem König nichts, denn Kaffee setzte sich ja durch und ist heute in aller Munde bzw. in Tassen. Und deswegen auch nicht verwunderlich ist Kaffee der zweitmeist gehandelte Rohstoff der Welt. Davor liegt natürlich das Öl. Irgendwie haben wir Menschen wohl eine Schwäche für schwarze, braune Flüssigkeiten. Kaffee wächst übrigens auch nur im sogenannten Bean Belt. Eigentlich, wie gesagt, müsste es ja Sherry Belt heißen, aber lassen wir das. Oder halt auch dann der Bohnengürtel genannt. Das ist letztendlich nur der Bereich der Tropen rund um den Äquator. Dort herrscht perfektes Wetter für unsere allseits geliebte Kaffeefrucht. Und das Gute am Kaffee ist ja seine belebende Wirkung, die vom Koffein her stammt. Aber, traurig aber wahr, Kaffee wurde nicht einzig und allein für uns Menschen geschaffen, sondern zunächst
um die Insekten wie Bienen anzulocken, damit diese die Bäume neu bestäuben. Wer konnte schon ahnen, dass wir Menschen auch von diesem Koffein so angezogen werden? Also ich stelle mir jetzt lustig vor, so ein paar Bienen, die wahrscheinlich dann mit diesem Koffein geputscht hunderte von Kilometern fliegen, um die nächste Kaffeebohne zu bestäuben, beziehungsweise Kaffeefrucht. Und kommen wir jetzt mal zum Schluss. Und ihr merkt auch, ich bin sehr hibbelig, weil ich nämlich auch schon 4 Tassen Kaffee getrunken habe und ich trinke ja immer Instant-Kaffee. Diesen hat George Washington erfunden. Ja, okay, nicht der George Washington, der ehemalige amerikanische Präsident von vor ein paar 100 Jahren. Nein, ein Mann, der in Guatemala lebte und auch den gleichen Namen hatte. Er brachte sein Produkt 1909 auf den Markt und ich habe jetzt ein Schweizer Derivat davon öfter in meinen Tassen. Und ich mag dieses krümelige Zeug. Naja, Freunde, euch jetzt viel Spaß beim eigentlichen Review zum vorerst letzten Mold King Gebäude, das ich euch vorstelle, was das Oberthema Kaffee hat. Viel Spaß dabei, meine lieben Freunde und Kaffeetrinker. Oder Teetrinker. Egal, Hauptsache ihr trinkt was. 6,5 Stunden später ist unser Kaffeehaus hier fertig, was aber eine dreiste Lüge ist von Mold King, denn wir haben ja hier nicht nur ein Kaffeehaus, da kommen wir gleich zu. Schaut euch diese 3 Baustile an, ich habe euch das gesagt, wir haben hier vorne so ein bisschen flämisch, niederländisch, Antwerpen, Brüssel, wir kennen diese Häuser, auch in Deutschland teilweise bei solchen Hansestädten haben wir diese Gebäudeform. Wir haben hier hinten auf jeden Fall mediterran und hier vorne sieht es eigentlich so ein bisschen nordamerikanisch aus, kann aber auch ins Mediterrane gehen. Und hier im Dunkeln sieht man ein bisschen so eine typische Gasse aus Venedig oder Neapel. Richtig cool. Was wirklich toll ist, habe ich euch ja gesagt, wir haben hier keine Drucke bei dem ganzen Set. Wir haben aber einen Baufehler und den will ich euch zuerst zeigen, denn ihr seht vielleicht hier, das Modular ist noch gar nicht fertig. Wir sehen hier 2 Löcher, wir sehen hier 2 Brick Modifieds, die hier offen rumstehen, weil in der Anleitung, die sonst eigentlich ziemlich gut ist, bloß ein bisschen farblich, naja, ihr seht es ein bisschen, ne, die Farben sind alle so ein bisschen, ja. Wir sehen hier, dass wir hier was bauen sollen beim Schritt 137 und da soll irgendwas angebaut werden. Also beziehungsweise ist hier noch leer und auf der nächsten Seite dann ist auf einmal was da. Und das wird aber hier gar nicht bei den folgenden Bauschritten erwähnt. Ja, wir haben auch diese Steine, diese hier gar nicht dabei. Aber die Stangen haben wir über. Das ist übrigens hier die Tüte, die über ist. Auch schön diese Transclear-Steine. Die Stangen baue ich jetzt an und wir haben solche 2 1x1er halbrunden Fliesen. Die baue ich auch ein. Und dann müsste es fertig sein. Ich mache es mal hier, dass ihr auch seht. Ich gebe mir die Steinchen aus. Und wir haben hier diese, meine ich, die baue ich jetzt hier einfach, drücke ich jetzt hier einfach rein. So, zack. Da habe ich nämlich 2 über, da auch. Zack. Und wir haben hier eine Stange über. Zack. Ich weiß nicht, falls ihr auch dieses Gebäude gebaut habt, habt ihr auch diese fehlenden Steine gehabt? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und wie gesagt, den Rest der Steine, der fehlt. Sonst haben wir aber hier eine ganze Handvoll Steine über. Ich habe es euch gerade schon gezeigt. Die Transclear. Wir haben sogar eine Schere über. Warum, weshalb, wieso Schere? Kommen wir gleich zu. Da, schaut mal. Eine ganze Handvoll Steine. Die guten Go-Brick-Steine. So, pack's mal hier an die Seite, dass man es noch sehen kann. So, da. Und sonst die Anleitung, ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Schauen wir uns das Gebäude an. Denn es heißt zwar Kaffeehaus, aber es ist ein Musikladen. Wir haben unten die Kaffeebar. Wir haben Wohnräume, wir haben einen versteckten Weinkeller und wir haben eine Näherei sowie eine schöne Gasse. Beleuchtet, habe ich euch gesagt, haben wir uns grob an die Anleitung gehalten. Der ganze untere Bereich ist beleuchtet und wir haben dann die Kabel versteckt ich zeige es euch gleich, hier im Weinkeller. Der hat hier unten eine kleine Klappe, kennen wir aus vielleicht so manchen Ritterverstecken so, ne? Da ist dieser Weinkeller und da haben wir dann diese typische Mold King Batteriebox reingelegt mit den An- und Ausschalter. Ihr seht jetzt hier Licht an, Licht aus. Das ist die Beleuchtung in der Gasse, die wir auch gemacht haben. Und hier unten ist der Weinkeller. Kommen wir aber gleich zu. Ich mache mal das Licht wieder an. Ist cooler. Der Rest oben ist nicht beleuchtet, da war auch zu wenig Material da. Da kann ich euch aber empfehlen, dass ihr entweder von Lego so ein Light Brick euch besorgt oder Light Bricks euch besorgt. Ich habe welche hier, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, dass ich hier das Korbel nicht einklemme. Das ist ein bisschen, da ist der Hub. So,
Ich habe mir hier mal welche von von Modbrix besorgt, beziehungsweise habe ich die mal geschenkt bekommen. Schaut mal, die kann man so drehen. So. Und dann werde ich die versuchen da reinzubauen in die oberen Etagen. Kann man nämlich dann hier mit so einer Kreuzachse andrehen. Man muss erst den Nupsel von der Batterie ziehen. Damit werde ich das machen. So, aber viel wichtiger ist ja jetzt das Gebäude. Ich halte es mal in die Kamera, dann schauen wir es uns von vorne mal genauer an. Also, wir haben hier den Musikladen. Wir haben hier das Schild für das Kaffeehaus. Ein Briefkasten, die schöne dampfende Tasse. Hier oben die Stockwerke, richtig schön gemacht. Hier schöner Stuck. Auch ganz toll finde ich hier diese Achsenaufnahmen, eigentlich für Anhängerchen. Wir haben diese Gasse richtig cool gepflastert mit so Kopfsteinpflaster. Auch die Treppe, da hinten diese schöne gelb leuchtende Laterne. Dann von der Seite ist es auch Schmuck, denn wir haben hier hinten schönen Bewuchs und eine schöne Treppe. Und hier vor allen Dingen, da sehen wir die Näherei. Richtig cool gemacht. Ich versuche mal das Licht. Da haben wir so ein Stück Tuch und da haben wir die Schere. Richtig nice. Ups, ich wollte es auseinandernehmen, kommen wir gleich zu. Und dann von hinten halt hier den Weinkeller und da noch einen kleinen Zeitungskiosk und das Haus von hinten und dann von der Seite wieder. So, jetzt ist es mir ja eh schon leicht verrutscht. Da kann ich euch dann auch gleich mal die Einzelheiten zeigen. Und fangen wir mal gleich an mit dem Teil, der mir hier entgegengeflutscht ist. Muss ich aufpassen, so. Das ist hier das Obergeschoss des Frontgebäudes. Schön gelöst hier die Dachkonstruktion. Und da haben wir halt die Näherei. Richtig schön. Ein bisschen dunkel, weil dunkles Braun. Aber da haben wir den Stoff bzw. die Tuche. Hier haben wir da kommt das Licht. Da haben wir die Nähmaschine hier schön mit einem Rad zum Drehen. Sieht ein bisschen aus wie eine alte Singer. Hier noch mehr Stoff. Alles mit diesen schönen Autotüren und einen großen Sessel, damit man da auch schön bequem sitzen kann, wenn man die ganze Zeit am Schneidern ist. Und auch lustig finde ich hier die Tür mit so einer Schaltung oder Hebel als Türgriff. Finde ich richtig cool. Also gefällt mir schon alleine dieses kleine Böckschen ist richtig ein Hingucker. So, packen wir es zur Seite. Bleiben wir doch bei dem Gebäude. Ich kipp's euch ran. Nee, wir bleiben nicht bei dem Gebäude. Wir machen hinten weiter, denn sonst fällt mir das entgegen. Da ist das Kabel mit dem Lightbrick. Ich mache es ab. Wuff. Das Dach, auch richtig geil. Nämlich auch wieder so Achsenaufnahmen auf 2x2, wo wir sonst halt unsere Achsen für Autos und sonst irgendwas durchstecken, in diesen schönen Rotton. Kommt schon fast asiatisch daher. Hat richtig Bock gemacht zu bauen. Können wir auch hier abnehmen. So, zack. Und dann haben wir hier eine Wohnung. Ne? Das ist eine Schlafmöglichkeit. Wir haben da ein Vergrößerungsglas, ne? Ein Mikroskop. Wir haben da einen Schrank, einen Hutständer bzw. Jackenständer. Da oben haben wir Bilder, schöne Bilder. Also entweder eine kleine Wohnung für einen Studenten oder eine ganz Mini-Praxis für einen Arzt eurer Wahl. Aber sonst auch wieder ganz schön. Hier das Treppengeländer bzw. der kleine Mini-Balkon. Also richtig cool und auch hier schön gelöst. Diese versetzten auf Jumperplates Fenster gefällt mir richtig gut. Und hier oben auch diese Hinges bzw. halben Hinges. Nice. So, dann bleiben wir mal dabei und gehen auf die andere Seite und gucken uns da das oberste Stockwerk an. Hier dieser schöne, ja, flämisch habe ich gesagt, Anbau, dieses Dach, auch schön gemacht, diese Rundung hier. Richtig cool, diese Treppenform. Und dann schauen wir hier rein, da geht auch der Lightbrick wieder ab. Da haben wir auch wieder, ja, ein Studentenwöhnchen, würde ich sagen. Wir sehen einen Computer, da sind 2 Fenster offen, also es wird Windows sein. Wir haben hier eine Lampe, die über den Stuhl geht, also es ist vielleicht eine kleine Mini-Influencer- oder Gamer-Wohnung. Wir haben einen schönen Bücherschrank da hinten und ein etwas größeres Schlafbettchen und eine Uhr. Schön auch hier die Lampe über der Tür, wieder die Tür mit diesen Haken und da vorne ein paar schöne Blumen. Richtig schön gelöst. So, Freunde, aber jetzt kann ich es euch kippen. Jetzt können wir tiefer reingucken. So, was jetzt hier so rumschlabbert, sind natürlich die Lichtsteine. Da haben wir die Bar. Richtig cool. Richtig toll. 2 Stühle hier, da. Wir haben diese Kaffeebar mit der Kaffeemaschine. Wir haben diesen Druck mit den Mokka-Kaffee, Latte-Kaffee und Kaffee Olé. Alles für $32, für $40 oder für $35. Sehr, sehr teuer. Aber richtig schön eingerichtet ist hier die Bar. Ja, dann bleiben wir gleich da oben. Dann haben wir hier nämlich die Nasszelle. Wahrscheinlich teilen sich die Studenten dann diese Nasszelle. Da haben wir ein Sofa, eine Essecke,
eine Uhr, würde ich sagen, oder ist das ein Häcksler? Ne, ist eine Uhr. Und hier haben wir halt die Dusche, beziehungsweise, naja, nicht Dusche, ich mache was Licht dahin, so. Das ist eine Toilette. Also man kann hier beim Kochen auch noch sein Geschäft, naja, lassen wir das meist ein bisschen spooky. Ja, und dann der Musikladen hier unten, den ich richtig cool finde, weil geil das Klavier gebaut, die bedruckten Gitarren, die Saxophone, ein Schlagzeug da unten und von außen einfach toll mit dieser Markise, mit der Bank. Und ich habe euch ja schon geschwärmt hier von diesem gefliesten Kopfsteinpflaster und ganz unten da ist auch nochmal dieser Zeitungskiosk. Aber wir können auch natürlich hier nochmal das abnehmen. Ups, man kann die Wand abnehmen, das wollte ich euch zeigen. So. Und das war die Lampe, die ich euch zeigen wollte, wo ich von oben nicht genau es erkennen konnte. So, das wollte ich sagen, man kann die Wand abnehmen und kann dann da nochmal genauer reinschauen, weil sie einfach nur hier auf 2 Noppen ist. Das gefällt mir richtig gut und hier mit den Fliesen nice. So könnte man es sogar theoretisch ein bisschen bespielen. Lustige Technik mit diesem großen Formteil. Ja, wie gesagt, Kabel denkt ihr euch mal weg. Das Kabel ist halt hier bei uns ein bisschen freier verlegt worden. Aber die Anleitung ist auch nicht so gut dazu. Und hier nochmal von der Seite schön. Ja, und da ist mir jetzt sogar leider beim Drücken hier die Laterne abgegangen. Die müssen wir dann bei Gelegenheit nochmal fixieren. Hier auf dieser kleinen Zange. So. Und da seht ihr auch nochmal die Laterne schön gelöst. Also ein richtig tolles Gebäude. Auch hier die kleinen Details mit den Blumen und hier mit den gepflasterten Treppchen. Herrlich. Ein tolles Gebäude, weil es so viel Abwechslung zu bieten hat. Das Café, die Studentenküche nenne ich sie mal, den Musikladen, dann hier oben, nennen wir das mal das Gamerzimmer mit Balkon, dieses schöne flämische Dach, wahrscheinlich 15. Jahrhundert, keine Ahnung. Dann hier hinten natürlich oben wieder die Näherei, beziehungsweise gar nicht wahr, das ist jetzt die Studentenbude. So, doch, so war es richtig, da ist die Tür. So. So, und hier haben wir die Näherei, die mit mein Highlight ist, einfach mit der Autotür, das ist nice. Ach Freunde, ein schönes Gebäude, ich habe es euch vorhin schon gesagt, 3-mal gibt es hier was auf die Gabel. Ja, ihr bekommt jetzt noch mal ein paar Bilder, das ist glaube ich auch 3 von dem Set beleuchtet und dann schauen wir uns zum Abschied noch einmal final in die Augen. Ja, Freunde, ihr bekommt hier gerade 3 Nachtbilder mit der Beleuchtung. Zur Beleuchtung möchte ich euch noch sagen, dass das Beleuchtungskit von Mold-King kompatibel ist mit denen von Brickmax. Da habe ich ja schon mein Video gemacht, findet ihr oben auf dem i. Wie immer Bezugsquellen und auch mein Inhaltsverzeichnis der Quelle findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, da ist das Video leider schon zu Ende. Ich bin ein bisschen traurig, ihr vielleicht auch. Aber Freunde, ich habe hier über 200 Videos schon hochgeladen. Vielleicht ist ja noch das ein oder andere für euch dabei, was ihr noch nicht gesehen habt. Schaut mal in meinen Playlists nach, auf meinem Kanal. Vielleicht findet ihr das ein oder andere und ich kann euch versprechen, da gibt es auch ganz viel, was nicht das Thema Kaffee hat. Mir reicht es jetzt 3 Mold-King Gebäude mit dem Thema Kaffee. Ich bin froh, dass das nächste Mold-King Gebäude nichts mit Kaffee zu tun hat, obwohl man in diesem European Market bestimmt auch Kaffee kaufen kann. Jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Egal, Freunde, was ich noch ganz cool fand, ist, dass wir diese Transclear-Steine, die wir in der Bar verbauen, doppelt dabei gehabt haben. Ich habe mich, glaube ich, nicht verbaut. Doppelt ist immer gut. Ich freue mich hier, dass wir wirklich über 30 Steine, möchte ich mal behaupten, extra auf die Gabel gepackt bekommen haben. Sogar hier nochmal so ein 2x2er in so ein bisschen Metallic, finde ich gut. Und sogar Fensterscheibchen. Gut, die sind alle sowieso ein bisschen milchig. Es ist Mold-King, das ist China so, ne? Aber trotzdem kann man ja nie genug haben, solche Steinchen. Ja, und ich kann nie genug von euren Interaktionen haben. Haut mir bitte was für den Algorithmus unten in die Kommentarspalte und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es heißt, irgendein Video vom Blockstar, der irgendwas erzählt, während beim Speedbild unter anderem auch teilweise die Header baut. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.